Das schicke ich immer schnell. Ich bin Emma. Ich bin vor 7 Monaten jetzt ins Wohn- und Kulturprojekt Kennhalten gezogen. So, wir sind jetzt hier auf der 2. Wohnetage. Genau, da wird auf beiden Seiten des Flures gewohnt. Genau, da gibt es noch ein Badezimmer und ein Klo und genau, also hier haben wir uns gut eingerichtet. Und ich habe hier auch noch mein Arbeits- bzw. Nähzimmer, weil ich bin auch gelernte Schneiderin und brauche dementsprechend auch ein bisschen Platz, um mich auszutoben. Genau, da ist meine Nähmaschine und meine Stoffsammlung und die quillt aus allen Nähten. Ich habe die letzten 6 Jahre in Trier gewohnt und habe dort auch verschiedenste WG-Erfahrungen gehabt, also in verschiedenen Häusern, verschiedenen WG-Kontexten gelebt und habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich das total spannend finde, mit Leuten zusammen zu wohnen, die man vorher vielleicht nicht kannte. Und genau, letztendlich habe ich schon länger gewusst, dass es diese Gruppe gibt, die dieses Projekt hier aufbauen will, eben weil ich mit einigen schon viele Jahre befreundet war. Oder bin. Genau, und da wusste ich halt sozusagen immer, da ist was am Entstehen, aber es war lange nicht klar, wo und wer letztendlich dabei bleibt und wie es sich finanziert. Und also es war einfach lange in der Schwebe und ich war auch in einer ganz anderen Phase. Ja, ich habe dann irgendwie gemerkt, jetzt ist die Zeit gekommen, mal was Neues zu wagen und auch ein spannendes Abenteuer einzugehen. Ja. So, dann gehen wir noch einmal in den anderen Flügel, in den anderen Teil des Wohnbereichs. Hier hört man auch schon ein bisschen was. Wir haben nämlich nicht nur Bauwochenende dieses Wochenende, sondern auch noch Bandprobenwochenende von Gwens Band. Hallo! Hallo! Dürfen wir mal gucken kommen? Ja. Ich finde, Throw Another Log könnte eher dann die letzte nochmal sein nach unserem ganzen crazy Part. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich muss mal gucken, ob ich die in meinem Kopf schon umtauschen kann. Kommst du auch mit? Ja, super. Ja. Sollen wir dann uns erstmal das Holz? Ja, jetzt zeig ich mal genau. Wir haben hier Fledermäuse in den beiden Gewölbe Dachstühle. Und die müssen umziehen, weil wir sonst die Dächer nicht renovieren können. Genau, und der BUND hat vorgeschlagen, dass sie darüber umziehen dürfen, in den Schuppen, wo dieses Banner drauf ist. Der ist sehr geeignet und den müssen wir einfach vorbereiten. Das heißt, in erster Linie alles mal rausräumen, was da noch drin ist und dann mit ersten Maßnahmen, wenn wir überhaupt dazu kommen, Lampen anschauen und so. Ja, cool. Auf einen guten Arbeitstag. Ja, hier wird jetzt ordentlich ausgemistet, wie man sieht. Genau, hier ist eine alte Scheune. Da sind noch das schöne alte Bettgestell. Genau, wir haben hier wahnsinnig viel einfach altes Zeug mitgekauft, was hier einfach über Jahre und Jahrzehnte angesammelt wurde. Und
jetzt hier verstauben, verschimmeln durfte. Ganz viel war richtig verschimmelt. Genau, und jetzt machen wir uns da so Stückchen für Stückchen. Also wir rechnen damit, dass wir einige Jahre hier mit sowohl sanieren als auch mit einfach ausmisten und so weiter und irgendwie die Altlasten hier loswerden, beschäftigt sind. Und genau, da muss man manchmal echt Scheuklappen aufsetzen, nicht alles auf einmal sehen und genau so Stück für Stück. Also diese Bettgestelle und Decken hier, die sind, also genau, hier haben in dem Gebäude vor allem haben viele Leute gewohnt. Also es war jetzt lange ein Pflegeheim, quasi für Menschen mit psychischen Störungen, Langzeiterkrankungen auch. Genau, das heißt, die wurden hier auch alt. Also viele Leute haben so ein bisschen als Altersheim in Erinnerung eben mit psychisch Erkrankten. Und davor war es, also das ist eine ziemlich lange Geschichte, davor war es auch mal von der BASF, eine Anstalt, also dem Chemiekonzern aus Ludwigshafen, genau, für Mitarbeitende sozusagen eine Kuranstalt. Davor war es eine, genau, aus dem 18. Jahrhundert eine Kuranstalt und genau, und dann war es mal ein Flüchtlingsheim für ostpreußische Geflüchtete und genau, also wir haben sehr unterschiedliche Leute gewohnt und genau, es hat immer viele Betten gebraucht, viele Decken gebraucht und manche davon sehen wir offensichtlich jetzt hier noch. Ja, ich bin Johannes und also die meisten nennen mich hier Harley, das muss man vielleicht dazu sagen. Und ich wohne jetzt hier in dem Projekt seit September 2022, also 1,5 Jahre, genau. Und genau, dem gehen natürlich einige Jahre voraus, also seit 5,5 Jahren sind wir am Planen und genau seitdem bin ich sozusagen Teil dieser Projektgruppe, die sich so getroffen hat und das zusammen entwickelt hat und ja, seit 1,5 Jahren hier. Genau, wir benennen die Gebäude übrigens nach Himmelsrichtungen. Das erinnert manche an Bullabü. Vielleicht wurden wir auch daher inspiriert. Also der Südhof, das ist der Osthof, das hier ist der Westhof da drüben und ganz unten da gegenüber auf der anderen Bachseite ist der Nordhof. Genau. Und genau, hier sowohl im Südhof als auch im Osthof sind eben oben in den Dachgebälken Fledermausnester gefunden worden. Und genau, das sind einfach ja, sensible Arten und seltene Arten und deswegen, bevor wir da sozusagen ans Dach gehen, gab es dann die Entscheidung, entweder sind wir da sehr limitiert, zu welchen Jahreszeiten wir da ans Dach gehen müssen und dann Räume aussparen müssen, damit die Nester da eventuell auch bleiben können und so weiter. Oder man zieht die eben um. Das hat die Naturschutzorganisation auch vorgeschlagen und gemeint, es müsste klappen. Genau, das heißt, wir machen den jetzt hier in der kleinen Scheune frei, hängen da Nistkästen raus und dann gibt es Techniken anscheinend, die darüber zu locken. Und das heißt, das probieren wir jetzt sozusagen, also beziehungsweise probiert das Umweltplanungsbüro und Artenschutzbüro und genau, wenn alles klappt, wohnen die dann ab nächstem Jahr oder übernächstem Jahr spätestens da drüben und wir können da drüben genau, ohne das groß berücksichtigen zu müssen, ohne uns davon bremsen zu lassen, genau, die Dachstühle sanieren. Genau. Und sonst geht es halt ein bisschen langsamer und nur zu bestimmten Zeiten. Jubeln. Okay. Wir freuen uns gerne. Das schicke ich immer schnell. Ah Mann, der So wird sich heftig. auch richtig freuen. Ja, das ist schon echt geil, ey. 2025 ist nächstes Jahr. Das ist nächstes Jahr. Macht mich auch ein bisschen nervös, aber es ist 150 Leute sind da dahin. Willst du einmal sehen? Jetzt alle Platz machen bitte, Leute zur Seite. Wir müssen mit heißen Becken durch. Es gibt so eine ganz verrückte Gruppe von LandschaftsgärtnerInnen, die einmal im Jahr eine Sommerbaustelle machen. Das heißt, die kommen mit 120 Menschen an einen Ort und stellen das Gelände auf den Kopf. Eine Woche lang. Und man muss praktisch als Projekt sich da bewerben. Und die Bedingungen sind, man muss Verpflegung stellen, Zeltplätze, sanitäre Anlagen und so alles und eine schöne Party am Schluss schmeißen. Und da Genau, habt ihr und quasi natürlich, also wir gewonnen. bezahlen die Materialkosten, aber die Arbeitsstunden sind dann tatsächlich sozusagen geschenkt von diesen Menschen, was mega ist. Also
Genau, wir haben uns beworben und zwar nicht sicher, ob wir nächstes oder übernächstes Jahr genommen werden oder überhaupt nicht. Oder überhaupt, genau. So, nächste Fuhre. Von daher ist jetzt richtig geil. Das ist für den Kaffeebetrieb hier und für den Innenhof schon echt ein Gamechanger. Also auf die Idee, dieses Grundstück hier zu kaufen, dem gingen natürlich einige Ideen voraus. Also dass wir überhaupt so eine Art von, ich sag mal, gemeinschaftlichen Projekt irgendwie gründen wollten, beziehungsweise dass überhaupt Leute auf die Idee kamen, dass sie in so einer Art von Projekt irgendwie gerne leben würden, also dass sie das als Lebensform haben würden. Und da würde ich sagen, kamen wir, also alle, die jetzt hier sind, kamen da irgendwie an unterschiedlichen Stellen im Leben auf die Idee, dass es irgendwie ein cooler Ansatz sein könnte und irgendwie passen würde aus verschiedensten Gründen, so aus gesellschaftlichen Gründen, aber auch aus ganz individuellen Gründen, einfach, dass sich das wohliger anfühlt, mit nahen Menschen so nah beieinander zu wohnen und sich irgendwie so, ja, so Alltagssituationen, angefangen von Einkaufen, Autoteilen, aber auch Kinder großziehen, das einfach schöner, stimmiger und einfacher irgendwie sein kann, wenn man es einfach, genau, miteinander macht. Und genau, das heißt, wir hatten alle irgendwie diese Ideen so für uns und dann haben wir halt angefangen, irgendwann drüber zu reden und uns darüber auszutauschen und haben gemerkt, es gibt auch noch andere Leute, die haben auch Bock auf sowas. Und genau, das war so der Moment vor circa 5,5 Jahren, wo ich mich auf jeden Fall erinnere, dass ich mit ein paar darüber geredet habe. Das waren jetzt in meinem Fall zum Beispiel die Anne, Gwen, Patrick, die ich schon einfach lange kenne, aus der Schule schon. Und wir gemerkt haben, wir haben da gemeinsam Bock drauf und dann haben wir gesagt, gut, dann treffen wir uns doch mal und machen das ein bisschen konkreter, was wir uns da vorstellen und gucken, ob wir so einen gemeinsamen Nenner haben und was so die Schritte dorthin wären, weil was hilft das Träumen, wenn man nichts dafür tut. War unser neues Büro. Also wir kriegen 4 Arbeitsplätze mit 2 elektrischen und 2 festen Plätzen. Und dann brauchst du noch Regalordner. Genau, das baue ich gerade aus diesen Kuchenplatten. Wäre es nicht einfach, das einfach zu kaufen? Ja, wir haben recycelt, wir haben die ganzen Ställe recycelt und die Platten selber, weil die so groß sind, gab es bei eBay Kleinanzeigen nicht, bei Kleinanzeigen. Aber das selber machen macht den Unterschied. Also ich baue halt einfach gern selber und dann können wir es den besonderen Ort auch anpassen. Klar wäre es leichter, aber es ist auch voll teurer. Also jetzt hatten wir, ich habe es berechnet, wir hätten 3.000 € ausgegeben. Jetzt durch die recycelten Dinge sind es unter 1.000. Macht schon einen Unterschied. Die Kinder haben sich immer Hühner gewünscht, wir auch, aber wir haben gleichzeitig auch gesagt, boah, ey, eins nach dem anderen und erstmal hier irgendwie die wichtigsten Baustellen und ja, das schieben wir auf die lange Bank. Die Kinder haben gesagt, ach nö, und haben gebettelt und was weiß ich. Wir haben aber gesagt, ist so schnell noch nicht. Und eines Tages kam das Schicksal dazwischen und hinter dem Gebäude im Wald saßen 4 Hühner, beziehungsweise 4 Hähne, wie sich irgendwann rausgestellt hat, die irgendjemand im Wald ausgesetzt hat. Wir haben uns erst gefragt, warum. Irgendwann haben wir herausgefunden, wahrscheinlich, weil es eben 4 Hähne waren und genau, die halt nicht so beliebt sind, weil sie nicht so viel Eier legen und sich auch irgendwann anfangen zu streiten und das haben sie auch hier angefangen. Genau, und dann hatten wir halt 4 Hähne und dann dachten wir, gut, das können wir die auch nicht im Wald verrecken lassen und dann war das der Moment und seitdem haben wir Hühner, beziehungsweise Hähne und genau, die haben jetzt hier ihren Auslauf, die sind wahrscheinlich gerade drin, ich muss mal gucken. Und ja, das hier ist der Nordhof, das Gebäude, in dem wir irgendwann auch viel Wohnraum schaffen wollen, aber bisher steht der komplett leer und wird auch noch kernsaniert irgendwann. Und so lange haben die Hühner eben ein Zimmer bekommen. Das heißt, genau, wir haben jetzt noch ein paar Hühner dazu gekauft, damit die Hähne nicht aufeinander losgehen und ein bisschen das entzerrt ist und entspannt ist. Jetzt gibt es auch schon die ersten Eier. Genau, ja. Und man hört öfters die Hähne krähen. Genau, das haben sie am Anfang auch noch nicht gekonnt, aber jetzt werden sie langsam groß und krähen.
Jetzt stehen wir im Nordhof. Das ist genau eines der neueren Gebäude und das wurde extra gebaut, damit sie mehr Platz haben hier. Ursprünglich wurde es sogar gebaut als Pockenstation. Das ist der gruseligste Teil vielleicht der Geschichte. Für den Pandemiefall hätte man dann hier sozusagen Pockenpatienten in Quarantäne gebracht. Deswegen gibt es ja auch mehrere Quarantäneschleusen und so weiter. Es wurde nie gebraucht. Pocken sind hier nicht mehr ausgebrochen in dem Landkreis. Und genau, und dann war es einfach sozusagen eine Einrichtung für psychisch langzeiterkrankte Menschen, die dann auch ein gewisses Alter erreicht haben. Und genau, ja. Und dieses Wissen, irgendwie, was hier jetzt lange für Menschen, in welchen Situationen die hier so gelebt haben, in welchen Lebenslagen und ja, irgendwie die Kombination auch, wie die Gebäude jetzt aussehen, machen das zu einem interessanten Ort, würde ich mal sagen. Genau, hier sind die langen Gruselgänge. Hier kann man, wir überlegen manchmal, ob wir hier so Escape Rooms anbieten. Mein persönlicher Lieblingsraum ist hier. Genau, das ist die Kapelle hier. Die gehört auch zum Grundstück. Und ja, die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ist auch ganz süß. Ja, wir hatten mal eben, wir spinnen viele Ideen und oft ist der Übergang von Ernst und Spaß auch ein bisschen fließend und wir hatten auch mal kurz die Idee gedroppt, ob man hier vielleicht eine Sauna draus machen könnte. Und haben dann aber also auch schnell gemerkt, dass es klar Leute, die auch dran hängen aus der Umgebung. Von uns ist jetzt irgendwie niemand explizit religiös irgendwie oder christlich religiös. So, aber genau, klar, das versuchen wir das schon zu respektieren, dass die für Leute halt eine Bedeutung hat. Und genau, es bleibt einfach eine kleine Kapelle, wo die auch offen ist. Also es, anscheinend kommen auch manchmal Wandersleute vorbei und gucken hier halt mal rein. Können sie gerne machen. Klar, man muss echt einiges dafür stemmen und ich würde sagen, das Finanzielle ist definitiv das eine. Aber letztlich, wir haben eben auch in dem ganzen Gründungsprozess auch viel andere ähnliche Projekte besucht, um uns einfach so nach dem Motto, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Es gibt ja so viele Leute, die da schon seit Jahrzehnten Erfahrungen machen und also echt wertvolle Erfahrungen haben und die schauen wir uns mal an und hören uns das an. Und genau, da haben uns einige oft gesagt, am Finanziellen scheitert es gar nicht so unbedingt, sondern wenn es am Finanziellen scheitert, irgendwie dann findet man oft darunter liegende soziale Gründe. Also das ist eigentlich die Basis halt überhaupt, ne? Dass du eine soziale gemeinsame Basis hast, gut miteinander umgehst, weißt, du kannst durch schwere und, wie sagt man in der Ehe, durch gute und einfache, schwere Zeiten gehen. So genau, so ist es irgendwie hier auch. Wir sehen uns als eine große Ehe. Genau, und das heißt, man muss auch gute Verbindungen haben, um halt tatsächlich einfach auch durch schwere Zeiten gehen zu können. Und wenn man die nicht hat, dann knirscht's. Genau, also das mal vorweg. Also es braucht ganz viel und genau, das Modell mit der Genossenschaft war auch ein Modell, was wir einfach bei anderen Beispielen gesehen haben. Also das, ob das jetzt Siebenlinden ist oder die Dorfgemeinschaft Tempelhof oder, genau. Und das war einfach ein Modell, was irgendwie gut zu dem Gedanke passt, dass man gemeinsam sozusagen was trägt, gleichzeitig nicht individuell sozusagen in der Haftung steht alleine,
sondern tatsächlich es einfach eine eigene Körperschaft gibt, die für das Projekt steht und die einzelnen Mitglieder auch kommen und gehen können. Es gibt oben drüber nochmal einen Balkon, aber das war irgendwie auch ein Grund, warum wir gesagt haben, das fühlt sich irgendwie falsch an, das jetzt zu einem exklusiven Privatzimmer, also auch jetzt kurzfristig zu machen, weil es halt einfach ein schöner Balkon ist. Hier hat man ein bisschen Sonnenstunden und so und deswegen, wenn möglich, wird das einfach von mehreren genutzt hier und so. Ist irgendwie generell natürlich das Thema, ne? Also, war auch ein Gründungsmotiv hier oder für uns so in diesem Gemeinschaftsprojekt, einfach zu überlegen, wie kann man eigentlich Raum effizient nutzen. So. Also das halt jetzt auch in unserer Elterngeneration. Ja, ich kenne so viele Leute, die halt einfach noch in den Häusern wohnen, wo sie 2, 3, 4 Kinder großgezogen haben und dann der Raum steht dann irgendwann leer. Und wenn der Raum da ist, dann füllt man den auch. Das irgendwie scheint selten ein Problem zu sein, aber eigentlich haben wir wahnsinnig Wohnraummangel und deswegen finde ich es einfach faszinierend, zu überlegen, wie man einfach Raum effizient nutzen kann und nicht nur für sich als Person. Irgendwie, es gibt ja so Tiny House-Konzepte, wo man so ganz individuell minimalistisch lebt und das aber auch in einem größeren Gefüge zu machen, also zu überlegen, wie viel Raum brauchen wir insgesamt, für welche Situation brauchen wir eben Raum, für welche Situation braucht ein Mensch ein Wohnzimmer, ist es 24 Stunden am Tag oder ist es zweimal die Woche, 2 Stunden und wie kriegen wir das kombiniert mit, wann brauchen andere Leute ein Wohnzimmer und sich halt da einfach mehr Sachen zu teilen, aber halt so, dass man es trotzdem irgendwie eine coole Balance ist zwischen, es ist geteilt und effizient und gleichzeitig fühlt es sich trotzdem auch nach Räumen an, in denen man sich wohlfühlt und irgendwie auch einen Rückzugsraum hat und das ist irgendwie eine wahnsinnig spannende Balance, finde ich, die halt immer wieder zu suchen und das ist so ein bisschen Teil des Projektes hier, einfach niemand von uns weiß es, wo die Balance liegt, aber wir haben einfach Bock, es zusammen rauszufinden und probieren einfach in die eine und andere Richtung, gucken, wie es sich anfühlt, dann passen wir es wieder an und Und da sind wir mittendrin. Ja. Gucken, ob das reicht. Das war zum Beispiel mal ein alter Damenrock. Der wurde schon zum Teil zu einer Weste verarbeitet und ich hebe auch so kleine Stückchen auf, weil ich eben manchmal noch genauso solche Flächen dann brauche. Vielleicht passt das schon drauf. Ja. So. Gucken wir doch mal. Tatsächlich mache ich es gerade auch nur nebenberuflich und hauptsächlich mache ich Upcycling-Sachen. Also das ist schon seit vielen, vielen Jahren ein großes Thema von mir und auch ein Traum, den ich dann irgendwie hatte, dass ich eben die Ressourcen, die schon da sind, einfach weiter nutze und was Schönes draus mache. Also gerade so Kleinteile wie jetzt so ein Haargummi, da braucht man ja nicht wirklich einen neuen Stoff. Also ich habe auch schon aus verschiedensten Sachen diese Haargummis gemacht und das ist eigentlich auch ganz, ganz witzig. Also klar, irgendwann kommt halt der Reality-Check und man merkt dann so, wow, okay, in der Gemeinschaft geht es auch sehr essentiell darum, sich abgrenzen zu können, eben weil wir hier so viele sind und eben gerade auch der Raum trotz der Größe der Gebäude, aber trotzdem begrenzt ist, muss man einfach immer wieder sich auch bewusst rausziehen, bewusst Zeit für sich selbst nehmen. Genau, und das ist auf jeden Fall ein Learning, was wir alle hatten. Also, und eben ich dann hier auch sehr schnell gemerkt habe, dass es total wichtig ist. Eben weil eine Gemeinschaft nur gut funktionieren kann und nur gesund miteinander auskommen kann, wenn eben
die einzelnen Teile gut auf sich Acht geben. Und genau, da gehört es eben auch mal dazu, einfach mal die Tür hinter sich zuzumachen und zu sagen, ey, ich habe heute keinen Bock auf euch, ich will jetzt einfach mal ein bisschen Zeit und Ruhe für mich. Ja, wer weiß, vielleicht kommt da irgendwann das große Baumhaus hin, vielleicht auch zum Übernachten, dass man da mal drin, also als Gästezimmer sozusagen, das ist so die Vision, aber ja, eins nach dem anderen. Wir haben hier 100.000 Baustellen und ja, man muss sich echt dran gewöhnen, dass man nicht alles auf einmal umsetzen kann und sich sicherlich auch von manchen Visionen auch einfach mal wieder verabschieden, so, aber das ist auch völlig okay. Dafür tauchen wieder neue auf und Dinge, die wir erstmal nicht gesehen haben. Genau, und einer der Visionen, die wir von Anfang an hatten, als wir uns vor 5 Jahren getroffen haben, war, dass wir voll gerne eine Sauna hätten, wo wir gemeinschaftlich öfters Abende genießen und genau, das ist sie. Das ist ein alter Pferdeanhänger. Wir haben hier zum Glück ein paar Leute mit Schreinerfähigkeiten und Leidenschaften und die haben genau eine gebrauchte Sauna irgendwo gekauft auf eBay Kleinanzeigen und diesen Pferdeanhänger und haben dann diese gebrauchte Sauna hier eingebaut und den Ofen dann noch dazu reingebaut und noch schön mit Patricks Lieblingsfarbe angesprayt. Genau. Das Rosa hier. Ja, ja. Siehst du, Patrick kommt auch immer mit seinem rosa Bademantel hier an. Genau. Das wird das Gruppenbüro, quasi es wird ein Workspace, wo Menschen auch mal für 3-4 Stunden reinkommen können mit ihrem Laptop, irgendwas abarbeiten, dann sich mal hinstellen an den Stehschreibtisch und dann wieder gehen. Und es gibt hier nur einen festen Monitor und der Rest ist wirklich flexibel, deswegen auch diese ganzen Steckdosen-Spots, die wir haben, die nachher noch installiert werden. Ja, sieht man dann gleich in Progress. Aber es wird quasi der Ort, wo Halten geplant wird auch, ne? Man sieht die Baupläne dann. Und das sind verschiedene Gruppen, die daran arbeiten. Nicht immer ein fester Mensch. Und das wechselt sich dann hier ab. Und ab und zu muss man auch privat seine Steuererklärung machen. Oder die für kein Halten, für die Genossenschaft. Also das findet hier statt. Aber jetzt machst du ja jetzt schon relativ viel hier und wohnst aber nicht hier. Warum wohnst du nicht hier? Also das Machen macht mich glücklich. Hier für die Menschen auch. Und wenn ich weiß, ich habe immer noch meine Hintertür, meine eigene Wohnung in Freiburg, mein Safe Space, dann kann ich hier mich noch eher entfallen lassen. Aber für mich war nach dieser langen Reise die größte Herausforderung mich in die Genossen oder in die Gemeinschaft wieder einzubinden. Da habe ich richtig so eine Beziehungsangst vor quasi, reinfallen lassen. Und das ist so ein langsames Anpirschen hier, dass ich immer mal wieder tief reingehe, mal eine Woche, 2 Wochen und dann auch wieder 3 Monate lang gar nicht. Und mitmachen tue ich, weil es mir das Gefühl gibt, ich gehöre dazu. Also ich fühle mich wirksam und geliebt und so wie ich halt bin, kann ich in dieser Gruppe gut sein. Und es hat bisher niemand gesagt, stört mich das hier nicht ganz anziehst. Die kennen mich, die akzeptieren mich so und deswegen komme ich immer wieder, weil sie mich fliegen lassen. Ja, aber ich fühle mich gut, hier was zu tun. Aber glaubst du, dass du irgendwann in ein paar Jahren vielleicht doch hier fest wohnen könntest? Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass wenn ich Papa werde, dass sich dann plötzlich die Sicht radikal verändert auf die Bedürfnisse meiner Kinder oder meines Kindes und nicht mehr auf meine eigenen. Und dann kann es schon passieren, dass ich dann plötzlich nicht mehr an mich in erster Linie denke. Und das ist wunderbar hier als Spielplatz für Kinder und auch diese großen Lernfelder, andere Menschen beim Leben zu beobachten. War wahrscheinlich schon. Auch heute habe ich gedacht, warum nicht? Also es gibt immer diesen Teufel und den Engel, der sich da streiten. Was ja total toll ist. Ja. Ja.
Pizza mit dem Lehmofen, den wir letzten Sommer gebaut haben. Genau. Und der braucht schon eine Weile zum Vorheizen. Ja. Genau, und deswegen heize ich den jetzt ordentlich vor und dann gibt es nachher vor der Sauna nochmal Pizza. Genau. Und ja, Feiern nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Wir rödeln hier echt viel und ja, dann sind so Sachen wie jetzt Sauna oder Pizzaofen, sind echt so Sachen. Und dann mal wieder die Aufgaben rauszunehmen und dann einfach abends zusammen zu hocken und zu feiern, was wir den ganzen Tag geschafft haben. Oder die ganze Woche, die ganzen Monate. Wie oft macht ihr denn solche Bauwochenenden? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also momentan ist es wieder relativ regelmäßig. Aber wir hatten auch schon andere Formate. Wir hatten auch schon mal eine ganze Woche. Gerade so irgendwie die letzten Sommer. Haben dann aber auch gemerkt, es ist schon ganz schön zäh dann. Also nach einer Woche ist man schon echt mega platt. Und jetzt finde ich das Format irgendwie Samstag, Sonntag eigentlich auch richtig cool. Ja, dann geht der Alltag am Montag wieder einigermaßen normal weiter mit den Kids in die Schule und ja, sonst ist es so echt ein krasser Ausnahmezustand, der natürlich relativ lang hält. Klar haben wir auch immer voll viel gewuppt in so einer Woche, aber ja, so ist es auf jeden Fall ein Stück gesünder, sag ich mal. Ja. Ich habe mir vorher noch überlegt, ob ich mir eine Jacke anziehe. Hier wird es richtig warm. Ja, aber es geht sau schnell jetzt. Pizza, Pizza, Pizza! Pizza, pasta, party. Ah, ne, keine Pasta.